Countdown für das Lumia 900. Wenn Nokia schon ein Presseevent für sein neues Flaggschiff anberaumt, dann dürfte der Marktstart nicht mehr allzu weit entfernt sein. Und das Lumia 800, das ist dieses hier, bekommt sozusagen ein großes Brüderchen. Hier sieht man jetzt auch sehr schön im Vergleich, ich habe hier ein Display mit 3,7 Zoll, hier mit 4,3 Zoll. Dass da die Geräte dann auch tatsächlich gleich eine ganze Ecke größer werden, ist logisch. Ich habe auch in der Breite ist es tatsächlich ein bisschen größer geworden. Und in der Höhe, man sieht es jetzt hier hoffentlich einigermaßen, ist es also doch schon recht deutlich angewachsen. Vor allen Dingen breiter ist es geworden, was dann bedeutet, es liegt auch nicht mehr ganz so gut in der Hand. Da war das 800er ja sehr schmal, sehr angenehm. Hier habe ich dann tatsächlich schon etwas Größeres. Also ich würde mal sagen, für kleine Hände oder Damenhände vielleicht nicht ganz das Richtige. Auf jeden Fall dürfte das Geschmackssache sein. Auf der anderen Seite wissen wir ja alle, die Kunden fragen immer mehr große Displays nach. Und damit sind wir dann auch schon gleich bei diesem Kollegen hier. Das ist nämlich das Galaxy S3, das ja ein 4,8 Zoll Display hat. Und man sieht es auch hier, ich lege jetzt mal auf die Unterkante, richte ich mal aus, dass das Display da doch schon eine ganze Ecke größer ist. Also hier schlage ich jetzt mal oben an. Ich würde mal sagen, so ein Zentimeter ist das bestimmt. Und auch in der Breite, gut, vielleicht nicht ganz ein Zentimeter, aber doch schon eine ganze Ecke. Das liegt ganz einfach daran, und jetzt kommt der Trick, ich lege es mal aufeinander, so sehr viel größer. Ich hoffe, man kann es jetzt auch im Video erkennen. So sehr viel größer ist das Galaxy S3 nämlich nicht. Außer wenn man es hier so auf die Unterkante stellt, so sieht das dann aus, ist es dann doch, ja, was mag das sein, einen knappen Zentimeter länger. Aber in der Breite auf gar keinen Fall. Und das ist ja immer das Entscheidende. Für das Halten in der Hand geht es noch als Handy wirklich durch. Mag ich das dauerhaft mir ans Ohr halten. Und vor allen Dingen, es ist halt dann das Galaxy, meine ich jetzt, auch eine ganze Ecke flacher. Von daher würde ich sagen, schon auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent. Ansonsten hat sich im Vergleich zum 800er nicht allzu viel getan. Also die Kamera ist zum Beispiel identisch geblieben, 8 Megapixel. Ich habe hier 2 LEDs auf der Rückseite. Auch das Design, wie man sieht, ist gleich geblieben. Allerdings gibt es jetzt hier auf der Vorderseite eine, hier oben, da eine zweite Kamera mit 1,9 Megapixel, die ist natürlich wichtig, vor allen Dingen für Internettelefonie. Und da hat ja Skype auch jetzt kürzlich die finale Version für Windows Phone freigegeben. Das ist also gutes Timing. Wer das nicht mag, hier gibt es dann auch noch Tango vorinstalliert. Also da kann man dann endlich jetzt auch Videotelefonie mit seinem Lumia Phone machen. Das 800er packen wir noch mal ein bisschen weg, darum soll es ja gar nicht gehen. Die Display-Technologie ist dieselbe geblieben. Also wir haben nach wie vor das AMOLED-Display mit dem wie nennt sich es? Clear Black, genau, AMOLED mit Clear Black. Das heißt, da haben die Kollegen erstens eine Schicht rausgenommen zwischen dem eigentlichen Display und der Gorilla Glas-Beschichtung und vor allen Dingen so eine Art, die vergleichen es immer bei Nokia mit einer polarisierten Sonnenbrille. Das heißt also, das Glas ist irgendwie so verarbeitet, die oberste Schicht, dass es wirklich die Reflexion eine ganze Ecke wegnimmt und dementsprechend, man erkennt es hoffentlich hier, kann ich also wirklich aus fast 180 Grad heraus das Display wirklich ganz hervorragend einsehen. Also das ist natürlich ein echter Vorteil, damit habe ich eine Displayqualität, die ich ansonsten nur mit IPS erreiche. Nachteil dabei, ich habe weiterhin die identische Auflösung wie beim 800. Das heißt, ich habe 600 x 800 Pixel. Das gibt Microsoft leider Gottes so vor. Da kann jetzt Nokia nichts für. Was auch bedeutet, im selben Maße, in der die Anzeige größer geworden ist, nimmt dann halt auch die Pixeldichte und damit die Schärfe ab. Aber man erkennt ja auch schon hier, ich gehe mal vielleicht noch ein bisschen näher dran, dass man es auch ordentlich erkennen kann, dass wirklich die wo bleibt mein Zoom? Jetzt muss ich mal, ich hoffe, ich wackle jetzt nicht allzu sehr, hier mal manuell ranzoomen, so, dass man da hoffentlich auch erkennt, also die Schriften sind scharf, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch hier in den Einstellungen diese Riesenschriften, da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen drum, egal wie die Auflösung ist. Bei Fotos, bei der Fotodarstellung und bei kleinen Texten kann es natürlich durchaus sein, dass da jetzt dann anschließend Unterschiede auftauchen. Das müsste man dann im finalen Test und mit ein bisschen Ruhe mal erkennen. Das geht jetzt hier auf dem Presseevent nicht.
Ansonsten, man erkennt es kaum, es ist die neue Betriebssystemversion 7.5 Refresh, besser bekannt als Tango. Viel ändert sich, wie man sieht, für den Nutzer tatsächlich nicht, bis auf dass jetzt Tethering dazugekommen ist. Das heißt, ich kann das Gerät jetzt auch als Modem benutzen, beispielsweise für mein Notebook. Und da gibt es dann hier die zweite Veränderung. Da liegt nämlich jetzt die USB-Buchse frei. Hier beim 800er war es ja noch so, dass ich da hier diese Abdeckung hatte, ob man es jetzt mag oder nicht. Es war ein bisschen fummelig, aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Da kann ich jetzt das entsprechend draufstecken. Und hier drüben, da liegt ja dann beim 800er der Slot für die Micro-SIM-Karten. Das ist hier ein bisschen geändert worden auf dem 900er. Da habe ich diesen Pin wie beim iPhone, wo ich mit rein pieksen muss. Dann springt der Schacht entsprechend raus. Micro-SIM-Karten sind es aber weiterhin. Ist, mag man sehen, vielleicht ein bisschen fummeliger, aber das muss man ja vielleicht nur alle 2 Jahre mal machen. Das halte ich jetzt nicht für dramatisch. Ansonsten 16 GB intern ist geblieben. Man sieht, es ist wieder ein Polycarbonat-Unibody-Gehäuse. Das heißt, ich kann den Akkudeckel nicht abnehmen. Dementsprechend kann ich den Akku nicht austauschen. Und es gibt halt auch wieder keinen Speicherkartenslot. Mit den 16 GB muss ich mich also begnügen oder eben halt auf Dienste wie Dropbox oder andere Cloud-Speicher zurückgreifen. 512 MB RAM ist gleich geblieben, da hat sich nicht allzu viel getan. Also es ist wirklich ein Lumia 800 mit einem großen Display, das ist das Wesentliche. LTE wird es hier in Europa nicht geben, wie beim US-Start. Das ist inzwischen auch bekannt. Das wird wohl auch so bleiben. Und jetzt ist nur die Frage, wie lange dauert es jetzt tatsächlich noch bis zum Verkaufsstart? Ich schätze jetzt mal so 2-3 Wochen. Allzu viel länger wird es nicht dauern. Ansonsten wurde hier als UVP 579 € genannt. Ich gehe also mal davon aus, dass zum Start der Straßenpreis so knapp unter 500 € liegen dürfte.